Und jetzt das Heute-Journal. Schönen guten Abend. Taktik und Strategie sind wichtig im Sport wie in der Politik. Eine Taktik von denen, die gegen die AfD sind, ist, nicht jeder menschenfeindlichen Aussage Aufmerksamkeit geben. Eine Strategie ist, die Partei zu isolieren oder sie inhaltlich zu stellen. Wirklich funktioniert hat davon bisher relativ wenig. Die Zustimmungswerte zur AfD sind hoch. Wird sich nun aber am Umgang mit der Partei durch das Bekanntwerden eines Treffens mit Rechtsextremisten etwas ändern? Die wehrhafte Demokratie war heute jedenfalls Thema im Bundestag und ist es auch weiterhin auf den Straßen. Von Verteidigung und Angriff berichtet Christiane Hübscher. Sie lassen nicht nach. Flagge und Gesicht zeigen gegen die AfD, für die Demokratie. 3000 sind es hier zum Beispiel am Abend in Mainz. Die AfD gibt sich gelangweilt, nennt die Enthüllungen über Treffen mit Rechtsextremen erneut eine hinterhältige Kampagne. Hinter allem stecke nur die Angst der Ampel vor der Abwahl. Da werden selbst kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen. Wie verzweifelt muss man sein, um auch daraus eine Kampagne gegen die AfD zu konstruieren, wie Sie das heute wieder versuchen? Kleine private Debattierclubs? Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat nachgelegt und einen weiteren AfDler enttarnt. Auch Mario Müller, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten, war bei dem Geheimtreffen dabei, wo die millionenfache Ausweisung diskutiert wurde. So sehr Sie auch abwiegeln, wenn es um rechtsextreme Vernetzung geht, Herr Baumann, nichts davon ist harmlos, nichts davon ist bürgerlich und nichts davon dürfen wir dulden, meine Damen und Herren, nichts davon. Der ostdeutsche CDU-Abgeordnete Amthor stört sich auch an dem historischen Vergleich, den die AfD gerade immer wieder missbrauche. Dann heißt es DDR-Methoden, DDR 2.0. Es ist eine geschichtsvergessene Relativierung, dass Sie unseren freiheitlichen Rechtsstaat vergleichen mit einer staatlich organisierten Massenüberwachung, gegen die es keinen Rechtsschutz gab. Auch im thüringischen Gera wird am Abend demonstriert gegen eine Veranstaltung mit dem AfD-Landeschef Björn Höcke. Fragen wir noch mal nach bei Diana Zimmermann, Hauptstadtstudioleiterin für uns in Berlin. Schönen guten Abend. Markige Worte haben wir da gerade gehört. Aber was folgt denn? Ja, die markigen Worte sind natürlich schon ein Zeichen dafür, dass in der vergangenen Woche ein kleiner Ruck durch das Land gegangen ist. 8 Monate vor 3 Landtagswahlen im Osten wollen die Parteien nun die AfD stärker inhaltlich stellen, wollen stärker darauf abheben, welche Differenzen es gibt zwischen dem Programm der AfD und ihrem Abstimmungsverhalten, wollen zeigen, wie stark das Land und die Wirtschaft beschädigt würden durch eine Politik der AfD. Mehrere Redner haben auch darauf hingewiesen, dass man insgesamt respektvoller im Bundestag miteinander umgehen sollte. Das war allerdings nur von kurzer Dauer. Ampel und Union warfen sich gegenseitig permanent vor, am Erstarken der AfD schuld zu sein. Bleiben wir noch mal kurz, Diana, bei den Vorwürfen, unter anderem von denen des Oppositionsführers, also Friedrich Merz. Da ging es dann um schlechte Politik. Ja, das hat ihm wiederum den Gegenvorwurf eingebracht, dass er selbst eine solche Debatte, wo es um die Gefährdung der Demokratie ging, dafür nutze, politische Punkte zu machen. Und tatsächlich steckt aber die Union in einem Dilemma. Einerseits muss sie die Ampel kritisieren und findet auch reichlich Anlass dazu. Andererseits ist es natürlich so, dass sie sich von der AfD thematisch und auch im Tonfall deutlich unterscheiden muss. In der Regierung dagegen scheint man zu denken, dass die schwierigste Phase des Regierens nun vorbei sei. Seit heute Abend steht der Haushalt 2024. Man hat sich auf eine verschärfte Migrationspolitik geeinigt in der Ampel. Überhaupt heißt es von dort, die strittigsten Gesetzesvorhaben seien nun verabschiedet. Jetzt komme die Erntezeit, die Zeit, in der die Wähler erkennen könnten, dass die Ampel das Land auf Modernisierungskurs gebracht habe. Zuversicht ist ja eines der Lieblingsworte des Kanzlers. Mit der kann man allerdings auch allein sein. Diana, vielen Dank für die Einordnung in die Hauptstadt. Zuversicht kann man auch durch das Wort Hoffnung ersetzen. Und Hoffnung hatten die Landwirte, nämlich, dass sie durch ihre Proteste das Rad der Entscheidungen noch mal zurückdrehen könnten. Und ein bisschen ist das ja auch passiert, denn bei der Kfz-Steuer ist die Ampel eingeknickt. Aber was den Agrardiesel anbelangt, da gibt es kein Zurück. Sehr zum Ärger des Bauernpräsidenten, der neue Proteste angedroht hat. Die Ankündigung eines Maßnahmenpakets zur Entlastung von Bauern bis zum Sommer
besänftigt da offenbar nicht. Auch nicht die Opposition. Karl Hinterleitner. Die Demonstrationen der Bauern, sie haben tagelang das politische Berlin unter Druck gesetzt. Und heute im Bundestag sollte es eigentlich um Agrarpolitik gehen, die Opposition aber im allgemeinen Frontalangriff. Friedrich Merz nutzt die Gelegenheit für eine Generalabrechnung mit der Ampel. Sie bedienen Ihre Klientel, Sie überhöhen das Ganze mit einem moralischen Anspruch und Sie bemerken offenbar überhaupt nicht, dass Sie genau mit dieser Politik, und die Agrarpolitik steht im Zentrum dieser Politik, dass Sie genau mit dieser Politik immer mehr Wählerinnen und Wähler in die Arme der schrecklichen Vereinfacher von links und vor allem der von ganz rechts treiben. Die Regierung hält dagegen, die allgemeine Kritik sei fehl am Platz. Wenn Sie uns unterstellen, dass wir die Demonstrationen der Landwirtinnen und Landwirte nicht gewürdigt hätten und als Angriff empfinden würden, dann greifen Sie unter anderem mich und viele Kolleginnen und Kollegen an, die sich diesen Demonstranten gestellt haben, die versucht haben, im Gespräch auch Lösungen zu finden. Und dann ging es doch noch um Agrarpolitik. Die Vorschläge des Landwirtschaftsministers, ein Gesamtpaket, das Bürokratieabbau umfassen soll, eine gesicherte Finanzierung des Stallumbaus sowie steuerliche Entlastungen. Dazu eine Zusatzabgabe fürs Tierwohl. Wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur zum Wohle alle besser schützen können. Die Kürzungen beim Agrardiesel sollen bleiben. Der Bauernverband hat für nächste Woche wieder Proteste angekündigt. Und auch in den Nachrichten bleiben wir im Bundestag, denn dort wurden heute bei einem großen Thema unserer Zeit Gesetze, Gundula, verschärft. Der Bundestag hat also ein Gesetz für schnellere Abschiebungen von Ausländern ohne Bleiberecht beschlossen. Damit sollen abgelehnte Asylbewerber künftig länger in Ausreisegewahrsam gehalten werden können, damit Betroffene nicht untertauchen. Zudem werden die Strafen für Schleuser erhöht. Die Union kritisierte das Gesetz als nicht ausreichend. Und der Bundeshaushalt für 2024 steht. Nach harten Sparbeschlüssen und wochenlangem Ringen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Etat fertiggestellt. Die Ausgaben betragen knapp 477 Milliarden Euro und die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Die NATO plant die größte Übung seit Jahrzehnten. Ein Manöver mit rund 90.000 Soldaten. Ab Februar soll als Ernstfall ein russischer Angriff auf das Bündnisgebiet geprobt werden. Das Manöver ist vor allem an der Ostflanke der NATO geplant. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Israels Präsident Herzog um Verständnis für die harte israelische Linie gegenüber der islamistischen Hamas geworben. Neben dem Bild des einjährigen Quer Bibas, der jüngsten Geisel, die noch in der Gewalt der Hamas ist, erklärte Herzog, Israel müsse sich gegen den Terror verteidigen. Der von den Ländern eingesetzte Zukunftsrat für ARD und ZDF schlägt eine Verschlankung aller Strukturen der Öffentlich-Rechtlichen vor. Doppelstrukturen müssten abgebaut, kollegiale Geschäftsleitungen eingeführt werden. Das Ziel: ein effizienteres Arbeiten sowie ein digitaleres, kostengünstigeres Angebot. ZDF-Intendant Norbert Himmler erklärte, das ZDF sehe seine Strategie bestärkt. Schnee und Eis haben in weiten Teilen Deutschlands erneut den Verkehr behindert. Flüge und Züge fielen aus. Auf vielen Autobahnen kam es zu stundenlangen Staus, wie hier auf der A3 im Siebengebirge. Immer wieder gelangten Einsatzkräfte nur zu Fuß zu den Fahrern, um sie zu versorgen. Kinder freuten sich über geschlossene Schulen. Und am Wochenende beruhigt sich das Wetter. Dazu, es wird sonnig. Am Freitag zunächst im Norden und an den Alpen Schneeschauer, teils mit Gewittern. Sonst wechseln Sonne und Wolken. Es bleibt trocken. -3 bis +5 Grad. Das Wochenende wird überwiegend freundlich, oft sonnig, aber noch kalt. Ab Montag wieder Regen, Sturm und milde 5 bis 11 Grad. Und wir haben jetzt noch weitere schönere Aussichten. Morgen übernehmen hier Marietta Slomka und Heinz Wolf. Und später um 0:45 Uhr Christopher Wehrmann mit unserem Update. Und jetzt viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Viel Erfolg. Spannend, ja. Tschüss.